die ich je in meinem Leben gehört habe. Like I told you, I'm a pastor's daughter, and we grew up in an apartment building. Wie ich euch gesagt habe, ich bin Pastorentochter und wir sind in einem Mietshaus aufgewachsen, haben wir gewohnt. Actually, I grew up because my parents were already adults. Okay. Sorry. I think I translated already. Okay, good. Sie wuchs auf und ihre Eltern waren schon groß. And we, as a next door neighbor, we had a family. Als Nachbarn hatten wir eine Familie. It was a mother and her 3 daughters. Es war eine Mutter mit ihren 3 Töchtern. And they were kind of Buddhist, kind of New Age, sort of crystal, you know, that type of people. Sie waren wie so Buddhisten, New Age, Kristallleute, ihr wisst schon. It was never really defined. They just had a lot of stuff hanging around their house. Es war nicht genau definiert. Sie hatten einfach ganz viel Zeug in ihrem Haus rumhängen. And my parents, as I think about it now, were really open-minded because they really allowed me to play in their house. Meine Eltern waren sehr aufgeschlossen jetzt, wo ich darüber nachdenke, denn sie haben mir erlaubt, dort in dem Haus zu spielen. So the youngest daughter would always be in my house, I'd always be in their house, you know, playing. Die jüngste Tochter war immer bei mir zu Hause oder ich war bei ihr zu Hause und wir haben viel gespielt. When I accepted Christ and I decided to live for Him, I was about 13, like I told you. She went to all church camps with me, you know, the whole thing. Als ich 13 war und mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, da kam sie zu allen Kirchen, Zeltlagern und Freizeiten mit mir mit. She would never make a decision, but I saw her crying. I was like, God's really talking to Joyce. Sie hat nie eine Entscheidung gefällt, aber ich sah sie viel weinen und ich hatte das Gefühl, Gott spricht wirklich zu ihr. But one day, I decided to confront her. Aber eines Tages entschied ich mich dafür, sie zu konfrontieren. I was thinking, she heard this so many times. She just gotta be, I just gotta ask the question. Ich habe gedacht, sie hat es jetzt so viele Male gehört, ich muss jetzt einfach fragen. And I told her, do you want to make a commitment with God? Do you want to accept Christ as your Lord and Savior? Und ich fragte sie, möchtest du dich Gott hingeben und verpflichten und Jesus als deinen Herrn und Erlöser akzeptieren? And she said no. Und sie sagte nein. And she looked at me and she said, you know what, Denise? That's how we say Denise in Portuguese, by the way. She just said, I wish you just had asked me to go to the movies with you. Weißt du, Denise, ich wünschte, du hättest mich einfach gefragt, ob ich mit dir ins Kino gehen möchte. I wish you just, decided to spend some time with me. Ich wünschte, du hättest dich entschieden, einfach Zeit mit mir zu verbringen. Not just invite me to your church or to your God. Nicht mich einfach immer nur zu deiner Kirche und zu deinem Gott einzuladen. I wish you had just spent some time with me. Ich wünschte mir, du hättest einfach ein bisschen Zeit mit mir verbracht. And that was horrible for me to hear. Und es war ganz schrecklich für mich zu hören. Because I had never realized how much it mattered that I was involved in her life. Denn mir war vorher nie klar geworden, wie wichtig es war, dass ich mich in ihr Leben einbringe. I only cared about, the message. Mir war einfach nur die Botschaft wichtig. I didn't care about her. Sie war mir nicht wichtig. And I'm sharing this with you tonight because I think that there can be many Joyces in your life. Und ich erzähle euch das heute Abend, weil ich glaube, es können viele Joyces in eurem Leben sein. And you have to do something about it. Und ihr müsst etwas dagegen tun. I don't believe that it's by chance that we're sitting here, 7,000 people in Germany. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass wir hier zusammen 7.000 Leute zusammensitzen hier in Deutschland. Saying that we're going to dive deeper. Sagen, dass wir tiefer eintauchen werden. Singing things that, just very, very serious things. Dass wir sehr, sehr ernste Dinge singen. This morning we sang a song that said, "Everything I am for your kingdom's cause." Heute Morgen haben wir ein Lied gesungen und das hat gesagt, alles was ich bin für den Dienst deines Reiches. And my message for you tonight is, do you really believe that? Meine Nachricht heute ist, glaubst du das wirklich? Are you willing to take a step for that? Bist du bereit, dafür einen Schritt zu tun? Or are you just going to stay steady in your seat? Oder bleibt ihr einfach in euren Stühlen sitzen? Yeah, I just came back from Leipzig. It was fun.
Ja, ich bin gerade aus Leipzig zurückgekommen. Ich hatte Spaß. You know, I met a lot of good people and it was okay. Ich habe viele nette Leute getroffen und es war okay. There was a guy with dreadlocks one day, that was pretty cool. Da war einmal so ein Kerl mit Dreadlocks und das war ziemlich cool. I tried doing that with my hair, but it doesn't match. Ich habe das auch versucht mit meinen Haaren zu machen, aber das passt nicht. What are we going to do? Was werden wir tun? My prayer for you guys tonight is that you decide to follow Jesus completely. Mein Gebet für euch heute Abend ist, dass ihr euch dafür entscheidet, Jesus ganz und gar zu folgen. Because listening to Jesus requires an action. Denn Jesus zuzuhören fordert eine Tat. Listening to Jesus can't just make you stand there like you're doing nothing. Jesus zuzuhören kann nicht bedeuten, dass du einfach dastehst, als würdest du nichts tun. You know, sounds like they make you react to something like like a siren. Geräusche oder Klänge sorgen dafür, dass du reagierst, wie zum Beispiel eine Sirene. Or when you hear, the wedding march and you know that somebody's gonna get married. Oder wenn ihr den Hochzeitsmarsch hört und wisst, jetzt wird geheiratet. Or when you hear happy birthday to you and you know that someone's having a birthday. Oder wenn